Hi Leute, ich melde mich aus meinem Italien-Urlaub oder Trip, wie man es auch nennen will, und habe mir einfach mal kurz Zeit genommen, habe mich hier auf ein paar Steine gesetzt, um einfach mal ein bisschen die Ruhe zu genießen. Heute Mittag war der komplette Strand überfüllt, das fand ich jetzt nicht so angenehm, aber jetzt, wo die Sonne weg ist, wo die ganzen Touris und die ganzen Kinder im Bett liegen, jetzt ist es ziemlich geil. Und deswegen habe ich mir Zeit genommen, um über ein Thema zu sprechen, was mir schon längere Zeit auf dem Herzen liegt, beziehungsweise es wird mir viel vorgeworfen, viel falsche Sachen, es wird nicht viel drüber nachgedacht und da würde ich gerne einfach mal meinen Standpunkt erzählen und vielleicht auch ein paar Sachen klarstellen und natürlich auch dazu anregen, die ganze Sache mal selbst ein bisschen aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Und zwar lautet mein Thema heute: Bin ich ein schlechtes Vorbild für die jüngeren Motorradfahrer? Dass ich eine Vorbildfunktion habe, ist mir mittlerweile recht klar geworden, auch durch die Vlogs, was ich eigentlich für einen Einfluss auf die Leute, vor allem auf meine Fans, habe. Und deswegen ist dieser Vorwurf im ersten Sinne nicht zu verneinen. Wenn man sich meine älteren Videos anschaut, was da so getrieben wurde, was andere in meinen Videos getrieben haben, nicht nur ich, das ist vielleicht nicht so die beste Art, um ins Motorradfahren einzusteigen. Leute, die mich schon länger verfolgen, die ein bisschen die Entwicklung mitbekommen haben bei mir, haben vielleicht auch mittlerweile gesehen, dass ich eben nicht mehr wie früher, wo ich 16, 17, 18 war, irgendwie in den Wald fahre, um Förster zu ärgern oder einfach komplett drauf scheiße, was andere Leute von mir denken oder ob ich Leute stören könnte. Viele haben vielleicht auch gesehen, dass ich kaum noch am Endurofahren bin, weil mir das mittlerweile einfach viel zu blöd wurde, dieser ständige Stress, immer auf heißen Kohlen zu sitzen und auf Adrenalin zu sein. Da fühle ich mich mittlerweile schon zu alt dafür, so blöd wie es jetzt klingt. Also so viel dazu, was Endurofahren angeht. Da mache ich aber auch nochmal einen separaten Vlog, worauf ich jetzt mittlerweile wirklich Wert lege und worauf es auch ankommt beim Endurofahren und wie man richtig Enduro fährt, um eben keinen zu stören. Da mache ich noch einen extra Vlog. Wie gesagt, ich weiß, dass ich früher Scheiße getrieben habe. Aber mittlerweile bin ich reifer geworden, erwachsener und überlege mir Sachen dreimal, bevor ich sie mache. Gerade eben auch, um einfach keine anderen Leute zu stören, um jeglichen Stress zu vermeiden. Was so auf der Straße passiert, weiß ich selber. Das ist nicht ganz so das, was Fahranfänger sehen sollten und vor allem auch nicht, was Fahranfänger nachmachen sollten. Mittlerweile habe ich einen kleinen Text in der Beschreibung drin, wo ich eben sage, dass man das nicht nachmachen soll. Aber bringt natürlich gar nichts, weiß ich auch. Aber das ist auch mit ein Grund, dass ich einfach diese Vlogs angefangen habe, um nicht mit diesem einen Vlog jetzt alles ins rechte Licht zu rücken, sondern über einen fortlaufenden Prozess immer wieder die Leute auf den richtigen Weg bringen. Und einfach fortlaufen, weil mit einem Video erreiche ich eh nie alle. Aber ich möchte einfach so meine Einstellung über die ganze Zeit in Zukunft hinweg den Leuten näher bringen, dass sich das einfach, meine Einstellung bei den Leuten festigt und es alles einfach ein bisschen besser wird, was jetzt die Vorbildsfunktion angeht. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite habe nur ich, tausende Leute dazu gebracht, ihren Führerschein zu machen, sich für Motorräder zu interessieren. Ihr könnt in die Fahrschulen gehen und die Fahrlehrer fragen. Jeder Fahrlehrer wird diesen scheiß Grenzgängerpulli kennen. Jeder wird dir bestätigen können, dass die ganzen Jungs in der Fahrschule hocken oder Mädels mit einem Pulli und sagen, sie wollen mal Cross oder Enduro fahren. Das habe ich schon von so vielen Leuten gehört. Es ist einfach Fakt, dass ich diese ganze 125er Szene, nicht ich alleine, aber ich so ziemlich an der Spitze, was Deutschland angeht, habe ich diese 125er Szene wieder angekurbelt. Ich war vielleicht nicht der Erste, ich bin vielleicht auch nicht der Beste, aber ich bin der Größte.
und auch mit der einflussreichste in Deutschland. Es gibt viele andere, die sind kurze Zeit nach mir nachgezogen. Die Szene ist gewachsen und gewachsen. Und in 5 Jahren, die Leute, die in 5 Jahren Motorrad machen, die werden nicht mehr sagen, ich habe einen Führerschein wegen Quirly gemacht. Aber ich habe trotzdem diese Szene angekurbelt und die haben vielleicht über 3 Ecken trotzdem wegen mir den Führerschein gemacht. Das soll nicht irgendwie abgehoben klingen oder selbstverliebt oder komplett überzeugt von mir. Aber jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird es verstehen, was ich gerade erkläre und wird es nicht verneinen können. Das ist einfach so. Und deswegen sollte man das Ganze, bevor man irgendwelche Vorurteile zieht und das Ganze negativ betrachtet, einfach mal aus der Seite sehen, wie viele Leute ich mittlerweile zu diesem Sport gebracht habe, zu diesem Hobby, zu der Leidenschaft. Und wie viele Leute davon früher oder später auch in irgendwelchen Motocross-Vereinen landen werden oder Supermoto auf Strecken fahren oder andere Leute dazu bringen werden, sich auch dafür zu interessieren. Das sollte man sich nur mal überlegen, bevor man das Ganze immer nur negativ sieht. Es können auch ruhig mal die Leute drunter schreiben, die wirklich aktiv von mir dazu gebracht wurden, Motorrad zu fahren oder sich dafür zu interessieren. Und jetzt zurück zum Thema Vorbildsfunktion. Habe ich gerade erklärt, früher war es nicht so wirklich vorbildlich. Mittlerweile ist es vielleicht auch noch nicht vorbildlich. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung und will mich einfach jetzt meiner Rolle als Vorbild nicht ändern, aber mehr aktiv einsetzen. Auf der Straße ist es beispielsweise auch so, klar, es gibt immer mal die Stellen, wo man ballert, wo ich aber die Strecken kenne, wo ich mich selber zu 100% sicher fühle und niemals irgendwie drüber gehe, wo ich bevorzuge Wheelies mit der Bremse. Und selbst auf der Straße, es sind nur so Beispiele. Ich fahre auf Strecken, die ich kenne, die ich gut kenne, schnell. Ich fahre nie über meinem Limit, fast nie. Ich fahre immer nur so, wie ich mich zu 100% sicher fühle. Ich bevorzuge Wheelies, kontrollierte Wheelies mit Bremse. Ich schaue alle 5 Sekunden hinter mich, ob ein Auto hinter mir ist, dass man einfach keinen stört, dass ich entspannt meinen Wheelie machen kann ohne Stress. Es sind einfach so viele Dinge, auf die ich mittlerweile achten tue, die aber gar nicht durch die Videos ersichtlich werden. Durch diese Edits werden eben nur die Highlights reingeschnitten, nur die krassen Sachen. Anders wird sich das doch kein Schwein mehr anschauen. Und anders wäre ich auch nie so groß geworden und anders hätte ich auch nie diese Szene so ankurbeln können. Es ist einfach mal dieser scheiß Ist-Zustand, aber ich will was ändern. Das ist mir wirklich ein sehr wichtiges Thema und auch einer der Hauptgründe, dass ich Vloggen überhaupt angefangen habe. Macht euch einfach mal eure Gedanken dazu und verurteilt mich nicht zu früh, sondern gebt mir erstmal meine Zeit und schaut mal, wie sich das Ganze entwickelt und dann trefft eure Vorurteile. Und wer wirklich so engstirnig ist, um das Ganze aus ein paar Blickwinkeln zu betrachten, der kann mich auch einfach deabonnieren oder irgendwann in einem Jahr mal wieder reinschauen. Ich renne keinem hinterher. Jedes De-Abo tut mir weh, ganz klar. Aber ich mache einfach mein Ding, so wie ich es immer gemacht habe. Und würde ich es anders machen, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Leute, es ist fast dunkel geworden. Ich beende diesen Vlog. Ich habe mich gerade etwas in Rage geredet. Aber ja, wichtiges Thema. Jetzt geht noch ein Gruß raus an Excel, einfach nur so. Wow, jetzt ist wirklich dunkel geworden, ich muss mal die anderen suchen. Ich hoffe einfach, man versteht mich, dass es nicht zu laut das Wasser ist, dass der Wind nicht zu laut ist. Sage ich jedes Mal und dann lade ich es trotzdem hoch. Also Leute, peace out, ich bin raus.